Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter, die vorletzte Metallica Box ist dran und da sind wir endlich bei meinem Lieblingsalbum von Metallica, And Justice for All. Und bevor ich es vergesse, frohe Ostern an euch alle und nach dem Intro legen wir los mit dem Biest hier. So, zuallererst mal, heute bin ich nicht ganz so schön anzuschauen. Ich habe mir nämlich beim Bauen meiner Schaufensterpuppe für mein Stormtrooper-Kostüm meinen Daumen zersäbelt. Das bedeutet, ich bin mit dem Akkuschrauber abgerutscht und habe mir ein schallplattengroßes Stück Fleisch rausgeknallt. Also, das sieht heute nicht ganz so schick aus. Ich bitte dies zu entschuldigen. Meine Finger sind sowieso immer ramponiert, also macht das eh keinen Unterschied. Wir starten mit And Justice for All. Der wunderschönen Box. Das Ding ist jetzt wirklich die größte und dickste Box, die es bisher gibt. Kommt ja noch das Black Album. Sie hat ein paar Blessuren. Das bleibt auch bei dieser Verpackung nicht aus, wenn man die irgendwo reinschiebt. Die sind super empfindlich, leider. Ich versuche das Ding mal zu drehen, weil es ist super schwer. Wir haben hier an der Seite And Justice for All draufstehen, wieder mit diesem M und hinten drauf natürlich wieder dieses Logo und den Schriftzug. Das Ganze ist auf 30.000 Stück limitiert. Ich habe Nummer 21.058 und jetzt machen wir das Ding auf. So, das Ganze öffnet sich hier wieder, dieser Deckel. Dann kann man das einmal zur Seite legen und dann seht ihr schon diese ganzen wunderschönen Sachen, die da drin sind. Ich werde das Teil jetzt zur Seite schieben, damit ich euch die Sachen in Ruhe zeigen kann und ja, da kommt einiges Cooles auf jeden Fall. Ich finde, es ist die schönste Box von allen. Das gucken wir uns jetzt an. Okay, starten wir mit den Kleinigkeiten. Das ist natürlich wieder das Teil auf der Folie gewesen. Habe ich wieder ausgeschnitten mit reingepackt. Dann haben wir hier jetzt schon mal den Download-Code vom And Justice for All Album. Ist natürlich auch mit drin. Jetzt kommt das erste kleine Goodie, was da drin ist. Da haben wir einen laminierten Backstage-Pass. Captain's Crunch, was auch immer das ist. Dann haben wir hinten drauf eine Art Setlist. Ob die wirklich so aussahen, die Pässe, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schick gemacht. Und dann haben wir hier eins der Highlights, wie ich finde, weil hier kommen gleich, wir hatten ja in der ersten Box einmal so ein Patch drin, in den anderen leider nicht. Und hier haben wir gleich 4 Stück an der Zahl. Da haben wir einmal One, sehr schönes Teil. Dann haben wir hier der Money Tips Her Scales Again, auch sehr, sehr cool. Auch so ein bisschen leicht reflektierende Faden, womit gestickt wurde. Sieht sehr, sehr cool aus. Dann haben wir hier And Justice for All, dieser Hammer aus den Köpfen der Band. Und dann haben wir in Vertigo You Will Be auch nochmal sehr, sehr schick, alles, sehr, sehr schick, ja genau, sehr, sehr schick. Alles auch sehr dick gestickt und so richtig schöne Teile. Nicht zum Aufbügeln, nur zum Aufnähen. Apropos zum Aufbügeln, wer einen coolen Aufnäher zum Aufbügeln haben möchte, der kann in meiner Kanalmitgliedschaft gerne mal vorbeigucken. Da gibt es nämlich den Vinyl Army Aufnäher. So, bevor wir zu den ganzen Platten und so übergehen, kommen wir einmal hier zu dieser Mappe, die wirklich auch sehr, sehr nett aussieht. Das Ganze können wir hier öffnen und dann sind da einige Textzettel wieder drin. Das kennen wir schon aus der Master of Puppets Box, da war es glaube ich so. Da seht ihr hier die ganzen Textzettel, ob die damals dann wirklich so geschrieben waren. Keine Ahnung, ob das Originalkopien sind. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht und wurde anscheinend alles im selben Block damals geschrieben, die Texte. Wenn es denn definitiv die Originale sind. Sieht auf jeden Fall cool aus. So, in der Box ist natürlich immer der Einleger, der hinten drin ist. Da sieht man, was alles auf den LPs und CDs und so drauf ist. Der ist natürlich auch noch mit vorhanden. Und dann kommen wir zum ersten Highlight der ganzen Sache und das ist hier diese kleine 10-Inch Vinylscheibe von One und Seek and Destroy Live. Das Ganze holen wir natürlich einmal raus, um zu gucken, was auf der anderen Seite uns erwartet. Hier ist es einmal nur schwarz und hier haben wir noch einmal ein Live-Motiv. Ja, schöne Platte, auf jeden Fall das Motiv vorne, sehr, sehr cool. Cooles Teil. So, dann haben wir noch ein wunderschönes Artwork mit drin, so ein Litho. The shortest straw has been pulled for you. Sehr, sehr nice, sieht cool aus.
Ich mag diese Metallica ja, Zeichnungen von diesem Totenkopf von den Vampirzähnen, finde ich absolut genial. Und dann kommen wir auch schon zur ersten Vinylscheibe. Da haben wir nämlich einmal And Justice for All. Das Album natürlich ist ein Doppelvinyl. Kurz mal auf die Songs eingegangen. Für mich absolut das beste Album von Metallica. Alle Songs, gerade für mich einer der besten Songs, Harvester of Sorrow. Und ich liebe auch Dyer's Eve. Absolut geniale Tracks. Ich ja, kann nur Positives über dieses Album berichten. Das ist ein absoluter Knaller. Wir haben hier einen Einleger. Da seht ihr es mit den Texten. Auf der anderen Seite das Bild. Und dann kommt das Ganze natürlich im Doppelvinyl. Und wir haben da schwarzes Vinyl mit Label. Sieht auch gut aus. So, das soll es natürlich vinyltechnisch aber noch nicht gewesen sein, denn wir haben ja noch einen Live-Vinyl drin. Metallica Seattle 89, die Bühne damals ein absoluter Knaller. Das Ganze kommt in einer Gatefold-Hülle. Das sieht wirklich richtig nice aus und das könnt ihr sogar dreimal aufklappen. Und dann habt ihr da dieses riesige ja, Motiv da drin. Dann kommen 3 Scheiben von dieser Live-Scheibe, da seht ihr es. Einmal dieser Hammer drauf mit den Köpfen, auf der anderen Seite auch 3 Scheiben Live-Konzert von der And Justice for All Tour. Sehr, sehr nett. Das ist wirklich, finde ich, an Beilagen bisher die beste Box mit. Der Vollständigkeit halber natürlich, so sieht das Ding von hinten aus. So, bevor wir die ganzen CD- und DVD-Sachen uns angucken, die dabei sind, kommt hier natürlich wieder dieses große Booklet, was immer mit dabei ist. Auch hier blätter ich jetzt einmal nur wieder grob ein bisschen durch. Sehr, sehr schön ist natürlich dann die Zeit, wo Jason Newsted voll in der Band integriert war. Sehr geile Zeit. Für mich irgendwie die Metallica-Zeit mit dem Black Album, die für mich ja die beste Zeit eigentlich ist. Ich bin ja in der Zeit wirklich so richtig Fan gewesen, also eigentlich zu der Zeit noch nicht, wo And Justice for All rauskam, sondern erst ab dem Black Album, aber And Justice for All war dann irgendwie so die Zeit, die ich mit am coolsten fand. Hier auch coole Bilder drin. Sehr, sehr schönes Buch. Ja, man braucht nicht viel dazu sagen, man kann einfach durchblättern und sich das Ganze angucken. Natürlich auch viel Text, alles in Englisch, leider. Aber sehr schönes Buch. Kann man nicht meckern, dass diese dicken Bücher immer mit in der Box enthalten sind. Ja, dann geht's wieder los. Die ganzen CDs und DVDs. Wir gucken da einmal grob durch. Da haben wir hier, was haben wir? Das sind CDs, ein Live-Konzert anscheinend, Live at Hammersmith Odeon. Das Ganze in so einer Gatefold-CD. Ja, die CDs kommen innen drin mit solchen Hüllen. Und dann schauen wir uns mal an, wie die aussehen. Oh ja, ist cool mit diesem fast Glow-in-the-Dark ähnlichem, ja, mit dieser Farbe. Sieht schon wirklich nett aus, macht ordentlich was her. Kommen wir zur nächsten, auch das Live at Long Beach 1988. Auch wieder mit diesen selben Einlegern, diesen Innenhüllen. Und dann haben wir da diese coole Gatefold CD. Hier dann ein Gatefold Digipack Album von And Justice for All mit Booklet drin und auch da natürlich eine CD, auch mit diesem farbigen Einleger, aber die CD selber sieht so aus. Dann haben wir hier Metallica Interviews. Das ist eine normale Single, also eine Einzel-CD, nicht eine Single, sondern da sind einige Interviews drauf. Finde ich persönlich immer nicht ganz so aufregend, aber wer es mag, für den ist sowas auch dabei. Metallica Riff, Jams und Demos. Da wahrscheinlich so eine Menge unveröffentlichtes Material drauf. Auch da wieder diese Innenhüllen. 2 CDs an der Zahl. Da ist alles Mögliche drauf, was man ja so wahrscheinlich noch nicht gehört hat. Sehr schön
solche Dinger immer, wenn die dabei sind. Ich würde mir sowas natürlich mehr auf Vinyl wünschen, aber in dem Falle ist es als CD. Dann haben wir hier Live at Stone Ballroom. Da haben wir auch, was ist da drauf? Backstage, Shit, Hit the Lights, DVD. Ach, hier ist das eine DVD, okay. Das ist in dem Falle eine DVD mit Live-Footage und auch Interviews, so wie ich das richtig sehe. Da scheint ein bisschen querbeet alles drauf zu sein. Auch schönes Teil. So, weiter geht es mit And Camcorders for All. Ich denke mal, das wird auch eine DVD sein. Jupp, noch eine DVD. Auch sehr cool, da auch wieder massenhaft Zeug vom Metallica drauf. B-Roll, Videos, Live-Konzerte, all möglicher Kram. Wer Bock hat, sich das alles reinzuziehen, hat auf jeden Fall da eine Menge Material. Rough Mixes from the Vault, also auch da wieder wahrscheinlich irgendwelche Sachen, die nicht komplett fertig waren oder halt auch noch so Demo-Versionen in der Art. Hier wieder ein Live-Konzert, Live at the Troubadour in West Hollywood. Das ist natürlich wieder eine Live-CD. Und das war es auch schon, sehe ich gerade, weil da kommt die schwarze Pappe drunter. Ja, und das war dann schon die Box von And Justice for All. Auch wieder einiges drin. Ich finde es mit die coolste Box, oder ich finde, es ist die coolste Box, gerade wegen der Aufnäher, dem Artwork da drin und so. Ich finde das immer nice, wenn solche Beilagen drin sind. Das finde ich, haben sie bei der Ride the Lightning und der Master of Puppets so ein bisschen versäumt, die noch ein bisschen cooler zu machen. Ich finde, so ein Aufnäher hätte echt in jeder Box reingehört. Das wäre cool gewesen. Aber die Justice for All Box auf jeden Fall ein Highlight. Jetzt fehlt uns nur noch eine Box, die Black Album Box. Die kommt dann auch demnächst. Dann haben wir die schon mal alle durch. Und ich hoffe, dass dann bald irgendwann es weitergeht mit Load und Reload. Weil das wären eigentlich so die nächsten Boxen, die anstehen. Ich bin mal gespannt, ob Metallica das wahr macht, weil eigentlich sind sie geplant. Sollten auch jetzt eigentlich irgendwann, glaube ich, kommen. Bisher ist es leider wieder aber im Sande verlaufen. Man hört leider nichts mehr davon. Also mal gucken, ob Metallica da noch aus dem Knick kommt und uns diese Boxen beschert. Sind natürlich nicht so die beliebten Alben wie bis zum Black Album. Das muss man natürlich auch sagen. Vielleicht ist da so ein bisschen die Angst, dass die Boxen ein Flop werden könnten, obwohl ich es mir nicht vorstellen kann, weil wer Metallica-Fan ist, kauft auch diese Boxen. Und da sind echt coole Songs drauf. Wenn man sich das so im Nachhinein mal so durch den Kopf gehen lässt, was für Songs da alle drauf waren, waren da schon auch nette Teile bei. Nur um jetzt zum Beispiel zu erwähnen, The Memory Remains und ich komme jetzt gerade nicht am Titel, Whiskey in the Jar, was natürlich eine Coverversion ist, aber einfach coole Songs, die in der Zeit entstanden sind. So, jetzt bin ich wirklich raus. Habt noch schöne Ostern. Lasst einen Daumen da, ein Abo und einen Kommentar, würde mich freuen. Und guckt in der Kanalmitgliedschaft vorbei, wenn ihr Bock habt auf ein Vinyl Army Patch. Dann habt ihr da die Chance, diesen zu bekommen. Keep on rocking, Happy Easter und tschüss.